Und auf den Inseln, Madeira und Azoren, dürfen wir nicht vergessen, dass die auch zu Portugal gehören, dort beträgt die Steuer auf Körperschaften 14,7%. Und 14,7% ist ja wirklich schon sehr im internationalen Vergleich doch attraktiv. Ja, und dann haben wir auch noch, und das möchte ich auch noch nicht unerwähnt belassen, auf Madeira die Sonderwirtschaftszone, wo bestimmte Gesellschaften bis 2027 noch von einer Körperschaftsteuer von nur 5% profitieren können. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also dann sage ich einfach herzlich willkommen zu unserem Podcast über Portugal als Wohnsitz für Personen, oder zum Beispiel für Personen, die den NHR oder NRH-Status, ich komme immer noch ins Stocken, weil ja beide Begriffe geläufig sind, beantragen möchten oder sich generell aus anderen Gründen auch für das Leben, Arbeiten, Business in diesem wunderschönen Land interessieren. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind, Herr Dr. Rathenau. In dieser Folge wollen wir ja heute mal tiefer in die Materie eintauchen. Und das liegt einfach daran, dass eine ungebrochene und auch immense Nachfrage nach Leben in Portugal einfach kommt. Also nur mal ein Beispiel. Ich habe vor einer Woche ein 1-Minuten-Video mal hochgeladen, so ganz kurz zusammengefasst, steuerliche Vorteile. Allerdings muss man sagen, 2 Länder, Griechenland und Portugal. Und das Video wurde innerhalb von 2 Tagen 54.000 Mal gesehen. So. Und das zeigt schon, also selbst bei so einem kleinen 1-Minuten-Beitrag, eine immense Nachfrage nach, in dem Fall die 2 Länder. Ich kann es leider nicht genau auseinanderdividieren, wie viel da auf Griechenland, wie viel auch auf Portugal ging. Aber nichtsdestotrotz, Sebastian wird es bestätigen, oder Sebastian, Nachfrage Portugal ist ungebrochen, oder? Nachfrage Portugal ist ungebrochen, ja, auf jeden Fall. Sicherlich, jetzt wurde ja in Portugal hier auch unter bestimmten Bedingungen Steuern auf Krypto offiziell eingeführt. Jetzt ist sicherlich dieser Teil der Zuzügler wahrscheinlich eher am Abnehmen in Zukunft. Da kommen wir ja nachher noch einmal drauf. Aber ansonsten natürlich hier, gerade für Leute, die in den Ruhestand gehen wollen oder auch andere, die dort ein Leben im Süden suchen, natürlich Portugal ungebrochen attraktiv. Genau. Sehen Sie das auch, Herr Dr. Rathenau? Also, was Sie haben ja viele deutschsprachige Mandanten in Ihrer Kanzlei. Ist da auch die Nachfrage nach Portugal ungebrochen? Sie ist ungebrochen und was auffällt, ist, dass immer mehr junge Menschen nach Portugal kommen, also Familien, Menschen, die eigentlich in ihrem Heimatstaat noch berufstätig sind, die dann eventuell sogar Homeoffice machen hier im Ausland. Also das hat sehr stark zugenommen. Also seit der Pandemie und auch dem Ende der Pandemie, ich denke, bestimmt so 70%. Genau. Und ich denke, mit unserem Video heute werden wir vielleicht noch einige neue Mandanten hinzugewinnen, die Portugal vielleicht ohnehin auf der Shortlist hatten bisher, aber einfach noch ein paar letzte Fragen haben. Einfach sagen, also bestimmte Dinge interessieren mich noch, wie ist das genau? Und darüber wollen wir ja sprechen, bevor wir aber jetzt direkt einsteigen. Der Sebastian schaut schon mit den Hufen. Ihm brennen die ersten Fragen sozusagen unter den Nägeln. Aber trotzdem für Zuschauer, Zuhörer, die das erste Mal Sie heute bei uns ja auf dem Kanal sehen, wollen wir Sie der Ordnung halber trotzdem nochmal bitten, sich selbst kurz vorzustellen, wer Sie sind und was Sie tun. Und dann geht es direkt weiter mit den Fragen. Ja, gerne. Also mein Name ist Alexander Rathenau und ich lebe und wohne schon seit vielen Jahren, seit den 80er Jahren in Portugal. Wir haben in Portugal eine Kanzlei mit mehreren Standorten. Lagos, Algarve ist unser Hauptstandort, dann Madeira, unser quasi zweiter Standort, und Lissabon. Auf den Azoren sind wir auch tätig, wobei wir dort mit einem Kooperationsanwalt tätig sind. Unsere Haupttätigkeit betrifft die Unterstützung bei Immobilienkäufen und bei Wohnsitzumsiedlungen, steuerlichen Fragen, erbrechtlichen Fragen. Genau, also all das, was damit zusammenhängt, da beraten wir. Genau, und wer bis zum Ende dabei bleibt oder vorspult jetzt, der wird am Ende Ihre Website auch nochmal eingeblendet sehen.
Wir haben auch sehr viele Informationen, also die gerade Personen, die erst einmal über Portugal hören oder halt sich informieren möchten auf unserer Internetseite, also anwalt-portugal.de. Klasse. Jetzt würde ich sagen, steigen wir gleich mal mit dem ersten Thema ein, zu dem wir einige Fragen gern stellen wollen, darüber sprechen wollen. Das erste Thema ist jetzt mal der Zeitpunkt der Anmeldung zum NHR-Status. Da gibt es oftmals doch Unklarheiten und deswegen ist ganz wichtig, dass wir darüber jetzt nochmal sprechen. Und ich gebe einfach mal das Mikrofon sozusagen an Sebastian weiter. Genau. Und zwar geht es jetzt weniger eigentlich um die konkreten Anmeldeformalitäten, aber es ist doch für viele nicht so hundertprozentig klar, welche Zeitpunkte, Zeiträume man dort am besten beachtet, wann man zum Beispiel am besten umzieht. Ja, gibt es da jetzt bestimmte Jahreszeiten oder eher gut am Anfang vom Jahr oder eher am Ende des Jahres? Also vielleicht, wenn Sie noch mal erklären können, Herr Dr. Rathenau, wie hat die Anmeldung zum NHR oder RNH-Status zeitlich zu erfolgen? Und vielleicht einfach mal ein Beispiel, also zum Beispiel, wenn ich jetzt im August 2023 von Deutschland nach Portugal umziehen würde, ab wann würden dann die 10 Jahre laufen? Ab dem Steuerjahr 2023 oder 2024? Das wäre vielleicht gut, wenn Sie da noch mal ein bisschen Klarheit schaffen würden. Ja, gerne. Der RNH-Status ist ja ein Status, der bestimmte steuerliche Privilegien vorsieht. Und Voraussetzung dafür, um davon zu profitieren, ist, dass die Person sich in Portugal steuerlich ansässig meldet und sich halt in der Regel in dem Staat, wo sie bisher war, steuerlich abmeldet. Wichtig ist, dass in dem Jahr, in dem die Person in Portugal sich steuerlich anmeldet, dieses Jahr ist das erste RNH-Jahr. Der RNH-Status gilt ja für 10 Jahre. Und wenn man nach Portugal kommt, unterjährig, also nicht Ende des Jahres, zum Beispiel jetzt Mitte des Jahres oder zum Beispiel jetzt im Juni 2023 und sich hier anmeldet in Portugal, wäre 1 Jahr Sonderstatus bereits weg. Also 2023 wäre das erste Jahr Sonderstatus. Taktisch aus Gründen, dass man halt so lange wie möglich den Sonderstatus hat, insbesondere über diesen ganzen 10-Jahre-Zeitraum, wenn es denn notwendig ist, sollte man sich Anfang des Jahres in Portugal anmelden, damit man auch dann ab diesem Jahr bereits das volle Jahr Sonderstatus genießt und nicht quasi 6 Monate oder 7 Monate, die man wahrscheinlich noch in dem Staat, wo man bisher war, in Deutschland, dann seine Steuern abgeben muss, dann quasi verliert. Und deswegen in der Regel ist es so, wenn das denn geht, meldet man sich in dem Staat, wo man zurzeit ist, also Beispiel Deutschland, Ende des Jahres ab und meldet sich in Portugal dann im Folgejahr im Januar an. Das ist auch in der Regel ratsam, weil der Staat, wo Sie gerade ansässig sind, also Beispiel Deutschland, hat ja auch manchmal Probleme, Sie zu entlassen aus der Steuerpflicht für das Jahr, in dem das gerade läuft, sodass Sie dann quasi einen klaren Abschnitt dann hätten, wenn Sie sich Ende des Jahres abmelden und in Portugal dann Anfang des Folgejahres anmelden. Macht Sinn. Also möglichst den Jahreswechsel hier nutzen und es so planen, dass es halt zum Jahreswechsel geht. Für Familien mit Kindern natürlich ist eine Schulpflicht immer so eine Sache, vielleicht nicht so einfach, aber aus steuerlichen Gründen, die natürlich wichtig sind, ist dann der Jahreswechsel doch. Jedenfalls ist es so, dass in Portugal nach dem portugiesischen Steuerrecht Sie unterjährig steuerlich ansässig werden können. Also das heißt, grundsätzlich gilt der Tag, an dem Sie hier sich aufhalten oder das erstmalig aufhalten und die Absicht haben, über 6 Monate in Portugal zu verweilen. Das ist ausreichend, um dann hier bereits steuerlich ansässig betrachtet zu werden, sodass quasi, wenn Sie jetzt im Juni nach Portugal kämen, dann wäre dann der erste Tag, wo Sie dann hier ankommen, wäre dann der erste Tag der steuerlichen Ansässigkeit in Portugal, aus portugiesischem Verständnis. Okay, guter Hinweis noch. Also machen wir einen kleinen Themenwechsel. Und zwar, es gibt ja auch aus bekannten Gründen Rentner und Pensionäre, die sich für Portugal als Wohnsitz interessieren. Und da gibt es auch eine ganze Reihe Fragen oder Mandanten haben sich deswegen auch an Sebastian gewandt. Sebastian, was waren da so für Fragen? Was
Was brennt da so Rentnern, Pensionären auf den Nägeln? Was wollen die wissen? Also grundsätzlich ist natürlich immer, und wir haben ja da auch schon eigene Folgen dazu aufgenommen, die Frage, wenn ich jetzt Rente, Pension, Vorruhestandsgehälter oder ähnliche Bezüge habe, wo muss ich dann Steuern bezahlen? Das ist ja ein sehr komplexes Feld. Ich meine, es gibt in Deutschland die Grundregel, dass auf solche Bezüge dann immer die deutsche Steuer anfällt und also automatisch in Deutschland beschränkt steuerpflichtig ist. Aber natürlich die eigentliche Steuerpflicht im konkreten Fall wird dann eben im Doppelbesteuerungsabkommen mit dem jeweiligen Land geregelt und ausformuliert. Und da sind doch die Regelungen dann oftmals anders. Und man kann dadurch steuerliche Vorteile oder natürlich auch Nachteile haben. Grundsätzlich ist es meistens so, in den meisten Doppelbesteuerungsabkommen, dass die staatliche Rente auf jeden Fall in Deutschland eigentlich zu versteuern ist, aber auch da gibt es Ausnahmen. Und Portugal ist ja eine solche Ausnahme. Das heißt, dort kann gemäß DBA die Rente in Portugal besteuert werden. Jetzt wurde ja durch den NHR-Status vor kurzem hier eine Besteuerung von 10% auf ausländische Renten eingeführt. Und somit hat man letztlich auch, wenn man als Rentner in Portugal lebt, nicht das Problem, dass der deutsche Staat möglicherweise noch ein Fallback-Recht hat, diese Renten zu besteuern. Das würden Sie auch so sehen, oder, Herr Dr. Rathenow? Ganz genau. Also da haben wir natürlich breite Erfahrungen, weil die Rentner, die waren immer hier in Portugal oder waren immer an Portugal interessiert. Die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren natürlich, auch auf Madeira insbesondere. Und vorher, wie Sie gerade gesagt haben, gab es gar keine Besteuerung der Renten in Portugal unter diesem Sonderstatus und mittlerweile diese 10% pauschal. Und in der Tat sagt das Abkommen mit Deutschland ganz klar, dass solche Ruhegehälter ausschließlich in Portugal nach dem Umzug nach Portugal zu versteuern sind und Deutschland kein Besteuerungsrecht mehr hat. Da ja 10% in Portugal besteuert werden oder anfallen, gibt es auch keinen Rückfall mehr der Besteuerung zugunsten Deutschlands. Und wichtig ist auch, dass alle Arten von Ruhegehälter grundsätzlich in Portugal zu versteuern sind. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen, also hier wird nicht unterschieden zwischen Renten, deutschen Rentenversicherungen und Betriebsrenten oder ähnlichen Pensionen, sondern Ruhegehälter allgemein werden grundsätzlich hier in Portugal besteuert, die in Deutschland bezogen werden, solange natürlich der Bezieher hier seinen Wohnsitz begründet hat. Man muss vielleicht nochmal sagen, und ich habe jetzt vergessen, was da im Doppelbesteuerungsabkommen steht, aber man muss sagen, dass Beamtenpensionen davon nicht betroffen sind. Die müssten trotzdem weiter in Deutschland. Nein, auch Beamtenpensionen werden in Portugal besteuert. Das heißt, das Abkommen zwischen Portugal und Deutschland unterscheidet nicht zwischen Beamtenpensionen und anderen Arten von Ruhegehältern. Das heißt, jeder, also auch der klassische Beamte, der deutsche Beamte, profitiert von den 10% in Portugal und 0% in Deutschland. Das ist ja nun wirklich eher eine Ausnahme. Er ist ja in vielen DBAs anders geregelt. Ja. Genau. Also jetzt wäre für mich direkt mal interessant zu wissen, wie viele Beamte jetzt zuhören. Jetzt mal eine Einladung, einfach für uns auch mal wichtig, das zu wissen, eine Einladung an Beamte, die jetzt hier Zuschauer und Zuhörer sind, bitte schreibt mal in die Kommentare, ich bin ein Beamter, weil das wäre schon wirklich mal interessant zu wissen, ungefähr wie viel da auch von dem Vorteil, den der Herr Dr. Rathenow gerade besprochen hat, profitieren könnten und vielleicht deswegen sogar jetzt diesen Podcast über Portugal hören oder sehen. Ja. Ich würde gerne trotzdem noch mal eine Sache nachfragen und einfach deutlich machen, weil wir müssen unterscheiden zwischen zum Beispiel Vorruhestandsgehältern, die jetzt als Einmalzahlung oder als laufende Zahlung ausbezahlt werden. Also es ist völlig klar jetzt geworden, in all dem, was gesagt wurde, dass Renten, Pensionen, auch Vorruhestandsgehälter, wenn sie laufend gezahlt werden, ein monatliches Einkommen sozusagen darstellen für mich, dann besteuere ich das mit 10% in Portugal. Wie sieht es denn jetzt mit Einmalsummen aus, die bezahlt werden? Vielleicht darf ich noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über das sehr wichtige Thema, dass ja auch Beamtenpensionen in Portugal steuerfrei sind oder beziehungsweise mit 10% besteuert werden, aber in Deutschland steuerfrei sind unter dem Sonderstatus. Und wir sollten hier nicht vergessen, dass wir natürlich auch unsere
deutschsprachigen Schweizer und Österreicher hier ansprechen. Mhm. Wir haben auch viele Mandanten aus Österreich und aus der Schweiz. Und da, wie ja gerade Herr Sauerborn gesagt hat, gibt es tatsächlich einen anderen Wortlaut im Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Und in diesen beiden Abkommen mit Portugal, also Österreich und Schweiz, steht, dass halt klassische Beamtenpensionen, also Ruhegehälter, die man bezieht, weil man früher und deswegen auch den Ruhegehalt bekommt, für halt den Schweizer Staat bzw. Kanton oder wie auch immer Gemeindegebiet gearbeitet hat, die werden weiterhin auch nach einem Umzug nach Portugal in diesem Staat besteuert, also im Quellenstaat Österreich bzw. Schweiz. Aber wie gesagt, nur klassische Beamtenpensionen, alle anderen Arten von Renten, dieses Säulensystem, das ja in der Schweiz auch gilt, das wird hier in Portugal mit den 10% unter dem Sonderstatus besteuert und in der Schweiz dann nicht mehr. So, jetzt zu Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben, wegen Einmalzahlungen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil viele unserer Mandanten beziehen Ruhegehälter nicht in Raten, sondern tatsächlich in Einmalzahlungen. Es gibt sogar entsprechende Vereinbarungen in Betrieben, also Betriebsvereinbarungen im Rahmen der Vorsorge, die besagen, dass man gar nicht auswählen kann, ob man diese Ruhegehälter einmalig bzw. klassisch in Raten oder halt als Einmalzahlung erhält. Und natürlich ist es nicht so einfach hier zu erklären, aber so ganz grob gesagt, natürlich muss man hier unterscheiden zwischen Ruhegehälter und Kapitalerträge. Wenn man eine Einmalzahlung bekommt, könnte man der Auffassung sein, dass es sich um einen Kapitalertrag handelt und um keinen Ruhegehalt, weil Ruhegehälter ja klassischerweise in Tranchen, in Raten bezahlt werden, meistens in monatlichen Beträgen. Was wir unserem Mandanten raten ist, wenn es denn möglich ist, raten wir dazu, dass mindestens 2 oder 3 Raten im Jahr daraus gemacht werden, anstatt eine Einmalzahlung zu bekommen, aber nur rein vorsorglich, damit kein Finanzbeamter hier das so auslegt, als wäre es ein Kapitalertrag. Aber da wir ja nachweisen können, dass es sich um keinen Kapitalertrag handelt, sondern wir können es ja nachweisen durch die entsprechende Vereinbarung mit den Unternehmen, dass dieses Gehalt, dieses Ruhegehalt Versorgungscharakter hat, gab es bisher keine Probleme. Das heißt, auch bei Einmalzahlungen wurden diese, nach meiner Kenntnis, ich kenne keinen anderen Fall, bei uns hier in der Kanzlei wurden alle diese Einmalzahlungen ganz klar als Ruhegehälter klassifiziert und mit den ausschließlich 10% behaftet an Steuern. Insofern kann ich nur sagen, es gibt zurzeit keinen Anhaltspunkt in der portugiesischen Gesetzgebung und Praxis, dass jetzt Einmalzahlungen nicht unter dem Sonderstatus privilegiert sind mit diesen 10% pauschal. Sehr interessant, sehr interessant. Ich wollte vielleicht hier nochmal eine Sache anführen. Man muss natürlich sich sehr genau überlegen, ob sich jetzt hier der Umzug nach Portugal dann lohnt. Also für sehr viele wird es sich natürlich lohnen, das ist ja ganz klar, 10% sind natürlich günstig. Wenn aber natürlich die Bezüge sehr gering sind, dann muss man sehen, ob das möglicherweise dann hier sich steuerlich dann lohnt. Man hat vielleicht auch andere Gründe umzuziehen, aber man hat ja dann in Portugal auch keinen Freibetrag, sondern zahlt die 10% ab dem ersten Euro. Und wenn man jetzt natürlich eine sehr geringe Rente hat und hier auf den relativ großen Freibetrag in Deutschland angewiesen ist, dann ist es vielleicht steuerlich nicht attraktiv. Aber für jeden, der natürlich eine hohe Rente hat oder gerade auch natürlich großzügige Vorruhestandsgehälter, der hat natürlich hier sehr günstige steuerliche Bedingungen. Wenn man dann zusätzlich auch noch bestimmte Kapitalerträge erhält, wie zum Beispiel Dividenden, dann wird es natürlich doppelt interessant, denn auf die ist ja zumindest auf portugiesischer Seite in der Regel dann keine Steuer zu bezahlen. Also viele Ruheständler, Vorruheständler werden hier auf jeden Fall sehr paradiesische steuerliche Bedingungen vorfinden in Portugal. Genau, und vielleicht dann auch mal der Hinweis, dass der portugiesische Gesetzgeber hat vor nicht allzu langer Zeit den Anwendungsbereich des Sonderstatus erweitert auf Vorruhestandsgehälter. Solange diese Vorruhestandsgehälter Versorgungscharakter haben und keine Arbeitsentgeltfortzahlung anzusehen sind,
dann fallen die grundsätzlich auch unter Artikel 18 des DBA zwischen Portugal und Deutschland als ähnliche Vergütung, ruhestandsähnliche Vergütung und werden in Portugal unter dem Sonderstatus mit diesen 10% besteuert. Okay. Interessant. Kommen wir mal zu einer anderen Form von Erträgen, die jemand erwirtschaften könnte, wenn er denn in Portugal sich aufhält, da wohnt. Und da gibt es ja vielleicht nicht wenige, die das machen, nämlich Erträge durch Krypto-Trading oder vielleicht auch nur durch das Halten von Kryptowährung. Und da wollen wir jetzt nochmal drüber sprechen. Da hatte Sebastian auch einige Fragen gestellt bekommen und die wollen wir gerne hier nochmal einfach auf den Tisch legen, sozusagen. Genau, also bis vor kurzem war es ja so, dass es in Portugal keine Regelung gab hinsichtlich der Versteuerung von Erträgen aus Kryptowährung und das im Grunde im Allgemeinen korrekt oder inkorrekterweise so interpretiert wurde, dass dort eben keine Steuer anfällt in Portugal auf solche Erträge. Nun hat sich die Situation aber geändert. Nun gibt es Steuern, aber auch hier die Lage vielleicht zum Teil etwas verwirrend, auf welche Art von Erträgen jetzt Steuern anfallen auf Kryptoerträge. Vielleicht ist auch möglich, zum Beispiel hier mit dem NIR-Status eine Befreiung zu erlangen auf diese Kryptosteuern. Wie verhält sich das, Herr Dr. Rathenow? Ja, das ist etwas komplexes Gebiet, weil es ja auch verschiedene Arten von Kryptoaktiva gibt und Handel und alles Mögliche, also die ganzen Begriffe, die da auch eine Rolle spielen. Aber in der Tat, mit dem Haushaltsgesetz 2023 wurden erstmalig rechtliche Vorschriften eingeführt über die Besteuerung von Kryptoaktiva. Und der Grundsatz lautet, dass wenn man halt mit Kryptowährungen handelt, im weitesten Sinne, dann ist es ein Gewerbe wie, als würden Sie hier ein Schuhgeschäft aufmachen. Das heißt, Sie müssen dann ein Gewerbe anmelden, Sie müssen Sozialversicherungsbeiträge abführen. Das heißt, es ist so, als wären Sie halt irgendwie anders gewerblich tätig. Und da gibt es halt andere Arten von Einkünften aus Kryptoaktiva, die dann als Kapitalerträge zu werten sind, also wie eine Dividende, wie ein Veräußerungsgewinn. Auch da muss man dann unterscheiden, was es sich genau handelt. Und in der Tat, also wenn man in Portugal Sonderstatus hat und dieses Einkommen, dieses passive Kryptoeinkommen, das als Kapitalertrag zu bewerten oder klassifiziert werden kann, wenn es sich um eine Dividende handelt, dann wäre es in Portugal auch steuerfrei, solange es sich nicht um ein Konto handelt, das in Portugal ist, sondern es muss ja sich um Auslandseinkommen handeln, oder dann wäre es auch in Portugal unter diesem Sonderstatus entsprechend nicht zu versteuern, wie es ja auch allgemein mit Zinsen und Dividenden aus dem Ausland der Fall ist. Bei Veräußerungsgewinnen wäre dann halt hier in Portugal eine Steuer zu zahlen, weil da der Sonderstatus keine steuerlichen Vorteile gewährt. Aber wie gesagt, wenn es sich um um Dividenden handelt aus Krypto, dann wäre es tatsächlich in Portugal steuerfrei unter dem Sonderstatus. Natürlich die Frage, wo ist die Grenze zwischen, wann ist man gewerblich tätig, wann ist es ein passives Einkommen? Das ist natürlich aufgrund der Komplexität dieses Themas manchmal nicht einfach zu eruieren, festzulegen. Und es gibt ja auch noch so gut wie keine Erfahrung oder gar keine Erfahrung, wenn man gar keine Erfahrung in Portugal, wie das Finanzamt das in der Praxis auch anwenden wird, weil wir haben ja jetzt erst das Jahr 2023 und die ersten Steuererklärungen werden ja erst 2024 abgegeben. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie das Finanzamt dieses Gesetz im Detail auslegen wird. Interessant. Mir hatte jemand gesagt, der davon betroffen ist, also der dort hingezogen ist, als es alles noch ungeklärt war. Ihm wurde gesagt, dass dort letztlich in Portugal jetzt für Personen, die jetzt, ich meine, im Privatbereich verkaufen, die jetzt also hier nicht gewerblich oder hauptberuflich hier Krypto verkaufen, sondern halt privat, als Privatverkäufer, dass dort jetzt eine ähnliche Regelung wie in Deutschland eingeführt wurde. Das heißt, solange ich die Währung für mehr als ein Jahr halte, ist dann der Verkauf steuerfrei. Ist das korrekt oder ist das ein Missverständnis? Nein, das stimmt, ja. Okay, also das heißt im Grunde genommen eine ähnliche Regel dann wie in Deutschland. Das heißt also, was natürlich für die meisten, die jetzt hier intensiv mit Krypto handeln, natürlich nicht attraktiv ist, ist mir schon klar. Aber wer jetzt ein bisschen Krypto eben so im Privatbereich hat, genau, und da vielleicht dann mal hin und wieder was verkauft, der kann im Grunde sagen, okay,
dort ergibt sich dann keine steuerliche Negativwirkung, solange man eben die Anteile, die Kryptocoins dann, also ein Jahr oder länger. Ganz genau, die Einjahresregel, die wurde hier auch aufgenommen im Gesetz. Ja, jetzt, Herr Dr. Rathenau, hatten Sie schon ein interessantes Stichwort für die nächste Frage geliefert. Sie hatten gesagt, jemand, der gewerblich Krypto tradet und handelt, ist ähnlich zu betrachten. Ich fand das einen coolen Vergleich, wie jemand, der ein Schuhgeschäft aufmacht. Gefällt mir, muss ich mir merken. Und der muss sogar dann Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort bezahlen. Und das ist überhaupt generell jetzt noch mal eine Frage, also ein Themenkomplex. Also wir haben schon einige Selbstständige, Sie hatten es vorhin selber auch erwähnt, dass es für die auch, also dass da junge Leute kommen, Freiberufler, Selbstständige, die vielleicht jetzt gerne in Portugal wohnen wollen, nicht nur wegen der Steuern oder der vielen Sonnenstunden, es gibt ja viele Gründe, aber gestöhnt wird sehr über die hohen Sozialbeiträge, die da zu bezahlen sind, gerade eben auch von einem kleinen Selbstständigen, der da jetzt kommt. Und da wollten wir gerne nochmal mit ihr drüber reden. Also wie kann man sich das vorstellen? Jetzt nehmen wir mal so einen freiberuflicher Programmierer, der kommt jetzt also nach Portugal, hat vielleicht ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro und beantragt den NRH-Status auch. Was kommt auf den zu? Also wie viel bleibt übrig von den 100.000 Euro? Was muss er an Sozialbeiträgen bezahlen? Ja, also grob gesprochen ist es ja so, dass wenn er Programmierer ist, fällt er ja unter einen Beruf mit erhöhter Wertschöpfung. Das sind ja die Berufe, die Portugal quasi hier haben möchte. Also Menschen, die diesen Beruf ausüben, sollen doch bitte nach Portugal kommen und von dem Sonderstatus profitieren. Einkommensteuer, Flatrate für solche Einkommen aus solchen Berufen von 20%, also etwas mehr, doppelt so viel wie bei Rohgehältern, aber immerhin 20%. Das ist im Vergleich zu der allgemeinen Einkommensteuer in Portugal paradiesisch. Wir zahlen ja hier so um die 50% bei höheren Einkommen. Und wie Sie gerade sagten, es gibt aber dann halt eine Belastung, eine zusätzliche Belastung mit den Sozialversicherungsbeiträgen. Und diese betragen bei selbstständig Tätigen so um die 21,4% der Zeit. Dieser Prozentsatz wird berechnet auf 70% des Gehaltes. Also wenn Sie jetzt sagen 100.000 Euro im Jahr, das wären dann im Monat so um die 8.330 Euro. Wenn man davon 70% nimmt und dann 21,4 müssten das sein, also so um die 1.200 Euro grob an Sozialversicherungsbeiträge müsste diese Person dann hier zahlen. Nun, dann hätte er ja eine Belastung von 20% Einkommensteuer plus diese 1.200 Euro im Monat. Und da stellt sich natürlich die Frage, und da beraten wir natürlich auch unsere Mandanten, ob es nicht sinnvoll ist für jemanden, der so viel verdient, weil aus portugiesischer Sicht ist es ja sehr viel, 100.000 Euro im Jahr, ob er nicht doch eine portugiesische Firma gründet, also ein Unternehmen, klassisch eine portugiesische GmbH, weil im Rahmen der portugiesischen GmbH kann er als Geschäftsführer selbst entscheiden, welches Geschäftsführergehalt er sich auszahlt und kann damit halt quasi die Höhe, die Belastung auf der Ebene der Sozialversicherung dann deckeln. Selbst quasi einen Deckel draufsetzen, indem man halt sagt, ich brauche zum Beispiel nur 2.000 Euro im Monat zum Leben und nicht wie in diesem Beispiel jetzt über 8.000 Euro, sodass dann der Rest dann in der Gesellschaft bleibt und dort halt wieder reinvestiert wird oder gegebenenfalls ausgeschüttet wird. Und interessant ist halt, dass in Portugal jetzt die Tendenz ist, dass die Körperschaftsteuer, also quasi das, was die Gesellschaft zahlen muss auf einen Gewinn, die Tendenz oder die politische Absicht ist eher, dass es etwas weniger wird. Zurzeit sind es 21%, auf dem Festland 21%, wobei die ersten 50.000 Euro niedriger besteuert werden. Und auf den Inseln, Madeira und Azoren, dürfen wir nicht vergessen, dass die auch zu Portugal gehören. Dort beträgt die Steuer auf Körperschaften 14,7%. Und 14,7% ist ja wirklich schon sehr im internationalen Vergleich doch attraktiv. Ja, und dann haben wir auch noch, und das möchte ich auch noch nicht unerwähnt belassen, auf Madeira die Sonderwirtschaftszone, wo bestimmte Gesellschaften bis 2027 noch von einer Körperschaftsteuer von nur 5% profitieren können. Also das heißt, man muss halt dann im konkreten Fall schauen, wenn die Person 100.000 Euro verdienen wird, Programmierer ist, was macht er? Gründet er eine Gesellschaft?
gründet er keine Gesellschaft, ja, wie wird er tätig und was macht man? Wobei, das ist auch zu erwähnen, es gibt ein Jahr Schonfrist. Das heißt, wenn jemand ohne Gesellschaft oder als natürliche Person ein Gewerbe anmeldet, ist er im ersten Jahr seiner Tätigkeit von Sozialversicherungsbeiträgen befreit. Und hier noch eine wichtige Frage, Herr Dr. Rathenau. Die Sozialbeiträge ist ja in vielen Ländern so, dass die irgendwo gedeckelt sind. Also das heißt, man zahlt die bis zu einem gewissen Maximalbetrag. Ist das auch in Portugal so? Nein, also bei selbstständig Tätigen, wie gesagt, ist halt diese Pauschale und es gibt keine Deckelung nach oben. Zumindest, ja, das ist so. Also man hat was hatten Sie gesagt, 21% auf 70% des Erlöses. Genau, also ich kann das nochmal genauer nachschauen, aber es müssten 20%. 20%, okay. 21,4%. Genau, ist ja gerade so im Grunde in Deutschland ist ja vielfach so, dass jetzt ja hier die Freiberufler und selbst ja auch GmbH, letztlich Geschäftsführer, sich befreien lassen können von der Sozialversicherung. Ja, und das natürlich dann immer, also die Steuer ist zwar natürlich sehr attraktiv, 20% natürlich ist attraktiv, ja. Aber die Sozialversicherung ist dann natürlich in gewisser Weise, so ein bisschen ein Dämpfer, ja. Also genau, man kann natürlich wenn es dafür interessante Lösungen gibt, wie Sie schon gesagt haben, dann ist es ja sicherlich interessant und willkommen. Aber eben, man muss also natürlich hier sagen, bei allem Enthusiasmus muss man natürlich wissen als Freiberufler, wenn man den Umzug macht, die Steuern sind sicherlich günstig, aber man darf die Sozialversicherung im Grunde nicht vergessen. Man muss dann vielleicht so eine Lösung anstreben, wie sie Dr. Rathenau jetzt hier gerade vorgeschlagen hat, dass man sich im Grunde anstellt bei der eigenen Gesellschaft und durch ein geringes Gehalt dann natürlich auch weniger Sozialabgaben bezahlt. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wenn er dann ein Geschäftsführergehalt bezieht aus einer portugiesischen Gesellschaft, dann ist dieses Gehalt steuerlich privilegiert unter dem Sonderstatus mit diesen 20% Steuern. Das heißt, auch das ist vielleicht wichtig zu sagen. Das heißt, wenn jemand hier in Portugal den Sonderstatus hat und in Portugal eine Firma gründet und Geschäftsführer wird, zahlt er auf das Geschäftsführergehalt eine Steuer, oder dieses Gehalt wird besteuert mit 20% Flatrate. Sehr gut. Okay. Ja, gut zu wissen. Also, und gut, dass wir nochmal drüber im Detail sprechen. Dann haben wir die Sozialbeiträge, das ist also schon ein wichtiges Thema gewesen. Jetzt noch eine andere Sache, die auch immer wieder in Fragen auftaucht, ist das Thema Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer in Portugal. Das ist ja auch, hat einen guten Grund. Auf Ihrer Webseite hat das ja auch einen prominenten Platz. Also wenn man auf Ihre Webseite startet, lacht mir Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gleich entgegen sozusagen, als auch eine Leistung, zu der Sie Beratung anbieten, und die wird ja auch notwendig sein. Und Sebastian, was gibt es da für Fragen? Ich glaube, 2 Fragen mindestens haben wir dazu auch von unseren Mandanten bekommen. Ja, also ich hatte gelesen, dass im Grunde genommen in Portugal unter bestimmten Bedingungen es ja keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer gibt. Also das heißt, ich hatte gelesen, wenn zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel vererbt oder geschenkt wird, dann fällt diese nicht an. Jetzt hatte ich mir überlegt, wie man als RNH-Steuerzahler davon profitieren kann. Also man muss ja immer auch berücksichtigen, Erbschaftssteuer. Zunächst mal gibt es natürlich eine gewisse Wartefrist. Also ich könnte natürlich jetzt nicht von Deutschland wegziehen nach Portugal und dann im gleichen Jahr verschenken. Vererben muss ich hoffentlich dann sowieso noch nicht, weil ich bin ja noch am Leben. Aber selbst wenn ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr in Deutschland wohne, 5 Jahre weg bin, dann noch 5 Jahre RNH-Status habe, würde ja auch auf deutsches Vermögen, deutsche Immobilien zum Beispiel, weiterhin auch die deutsche Erbschaftssteuer dann anfallen. Das heißt im Grunde genommen von der portugiesischen Regelung, wo könnte ich da profitieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot habe, ein Aktiendepot habe, was ich dann vererben kann, Barvermögen. Was sind da so aus der Praxis die Fälle? Ja, also es gibt in der Tat in Portugal keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer zwischen direkten Verwandten, also sprich zwischen Eltern, Kindern oder auch Eltern und Großeltern. Also in der direkten Linie gibt es keine Steuer und auch nicht zwischen Verheirateten und vielleicht auch wichtig, nicht zwischen faktisch Zusammenlebenden. Also das heißt also jemand, der faktisch zusammenlebt mit jemandem, da gibt es auch keine Schenkungssteuer, keine Erbschaftssteuer in Portugal.
solange dies seit 2 Jahren der Fall ist. Also wenn man seit 2 Jahren faktisch zusammenlebt, wird das der Ehe steuerlich gleichgestellt. Und ja, der klassische Fall, wo jemand, der nach Portugal zieht, den RNH-Status hat und dann auch noch steuerliche Vorteile hat bei Schenkungen, ist, jemand hat zum Beispiel 1 Million Euro und möchte dieses Geld aber den Kindern übertragen. Das tut er nicht, solange er in Deutschland ist, weil er in Deutschland ja damit, wenn er jetzt 2 Kinder hat oder sag mal 1 Kind hat, 1 Million Euro würde ja den Freibetrag von 400.000 Euro überschreiten. Und was er tun könnte, er würde halt nach Portugal ziehen, sich in Deutschland abmelden steuerlich, 5 Jahre warten, weil, soweit ich weiß, sagt das deutsche Schenkungssteuerrecht, dass man 5 Jahre quasi eine Spanne haben muss zwischen der Abmeldung und dem Umzug. Und nach diesen 5 Jahren schenkt er dieses Geld an sein Kind. Allerdings muss er natürlich dieses Geld auch mit seinem Umzug gleich nach Portugal transferieren, weil das Geldvermögen muss ja sich in Portugal befinden, damit der deutsche Staat dann dort im Rahmen seiner Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer nicht darauf zugreift. Das heißt, der klassische Fall wäre halt, das Geld wird nach Portugal transferiert, zusammen mit dem Umzug. Nach 5 Jahren schenkt er das Geld steuerfrei, weil das deutsche Steuerrecht nicht mehr Anwendung findet, nicht greift. Und in Portugal gibt es keine Schenkungssteuer zwischen Eltern und Kindern. Und das Gleiche wäre vermutlich jetzt für alles Vermögen, was sich an Deutschland gebunden ist. Also wenn ich ein Wertpapierdepot habe, in Dinge der Art, könnte ich ja genauso. Und natürlich das, was man in Portugal anschafft, also Immobilienvermögen und Ähnliches. Ja. Genau. Also wir hatten schon einige Fälle, in denen halt jemand, gerade Eltern, mehrere Millionen Euro dann den Kindern hier in Portugal nach dem Ablauf dieser Zeiträume steuerfrei geschenkt haben. Sehr interessant. Ja, jetzt hatten Sie schon vorhin 2-mal mindestens die Sonderzonen in Madeira und auf den Azoren auch erwähnt. Und da ist auch eine Frage nochmal aufgekommen. Und zwar, Sie hatten schon leicht erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal, dass wir es ganz klar auch jetzt hier im Gespräch sagen. Also ich habe jetzt Vorteile durch den NHR-Status und es gibt zusätzlich nochmal Steuervorteile, wenn ich in so einer Sonderzone wohne. Und zusätzlich, hatten Sie gesagt, gibt es ja an der Sonderzone nochmal so eine Wirtschaftszone, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Und jetzt ist die Frage, wie kann man das kombinieren? Schließt sich das aus? Muss ich mich für irgendeinen der steuerlichen Vorteile entscheiden? Was gibt es da für interessante Modelle vielleicht, die man Mandanten empfehlen könnte? Vielleicht, um das mal ganz klar zu machen, dass da keine Verständnisschwierigkeiten gibt. Also Madeira und Azoren gehören ja zu Portugal und die Körperschaftsteuer, also das, was ein Unternehmen auf einen Gewinn zahlt, ist in Portugal der Grundsatz 21% und auf Madeira und Azoren derzeit 14,7%. So, hier ist schon mal ein steuerlicher Vorteil, was Unternehmenssteuer betrifft. Zweitens, der Sonderstatus, der gilt genauso auf dem Festland wie auf den Inseln. Da gibt es grundsätzlich keinen Unterschied. Das gleiche Gesetz, die gleichen Vorschriften, die gleichen Steuern. Was Madeira betrifft, also die Insel Madeira, nicht Azoren, dort gibt es eine Sonderwirtschaftszone. Eine Sonderwirtschaftszone, die Investoren, also Unternehmer dorthin locken möchte, damit sie halt dort tätig sind, beziehungsweise es geht da vor allem auch um die Internationalisierung der dortig Ansässigen. Das heißt, jemand, der auf Madeira ist, soll halt eine Chance haben, zu handeln mit dem Ausland. Und dafür, um das halt anzuregen, gibt es diese Vorschriften. Diese Vorschriften wurden derzeit von der Europäischen Kommission mit ein paar Änderungen, die vor kurzer Zeit vorgenommen wurden, auch gebilligt, weil jetzt so die Frage ist, ob das eine staatliche Beihilfe ist, eine verbotene Beihilfe ist im Sinne des EU-Rechts. Aber dieses Programm existiert und Unternehmen, zum Beispiel Softwareunternehmen oder auch Kryptounternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, viele lockt es nach Madeira, weil wenn Sie auf Madeira eine Firma in dieser Sonderwirtschaftszone gründen, dann können Sie von denen nur 5% Körperschaftsteuer profitieren, unter relativ geringen Voraussetzungen. Vielleicht ganz grob nur schnell gesprochen, man muss halt eine Investition von etwas 70.000 Euro, ca. 70.000 Euro vornehmen in den ersten 2 Jahren.
und man muss jemanden anstellen, der auf Madeira ansässig ist. So, und das ist quasi so das Grundmodell. Es ist also relativ einfach, dort diese Voraussetzungen zu erfüllen mit diesen steuerlichen Vorteilen. Und das gehört in die Liste der steuerlichen Vorteile, die Portugal gewährt, neben dem Sonderstatus RNH und der Befreiung von der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Ja, klingt gut. Also, wenn man sich jetzt also die Situation anschaut, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wir haben jetzt einen Freiberufler, der hat relativ hohes Einkommen und er möchte jetzt hier vielleicht Sozialabgaben sparen und würde jetzt also sagen, er zieht nach Madeira, gründet dort eine Gesellschaft, nimmt seine Investitionen vor, lässt sich selbst ein Gehalt auszahlen, ein relativ geringes Gehalt, was dann natürlich auch mit Sozialversicherung belegt wird, darauf zahlt er 20% Steuern. Dann zahlt die Firma 5% Steuern und er könnte sich den Gewinn dann als Dividende ausschütten lassen. Wie ist nochmal die Dividendenbesteuerung in Portugal? Was hatten Sie da gesagt? 28% oder sowas? Grundsätzlich ja, wobei auf Madeira gibt es auch noch einen Vorteil, dass grundsätzlich auf Dividenden keine Quellensteuer in Portugal anfällt, wenn die Person in Portugal nicht steuerlich ansässig ist. Also wenn der Gesellschafter in Portugal nicht steuerlich ansässig ist, dann wäre sogar eine Ausschüttung in Portugal auf Madeira ohne Quellensteuer zu vollziehen. Okay, und wenn er jetzt hier, wie in unserem Fall, dieser NAR-Nutzer dort dann eben 5% Steuern bezahlt, dann würde er noch 28% Steuern auf die Dividenden zahlen, auf die Dividenden bezahlen. Ist vielleicht jetzt nicht wirklich niedrig, aber wenn man es gesamthaft anschaut und man liegt dann sogar ungefähr bei 30%, ist ja auch noch jetzt im Rahmen irgendwo. Ja. Und dann ist es so, dass die meisten auch keine Gewinnausschüttungen vornehmen, sondern sie nutzen die Gesellschaft, um Investitionen vorzunehmen, sei es Immobilienkauf, sei es Autokauf oder sonstige Investitionen. Und da ist Portugal auch nicht so streng, kann man sagen, wie Deutschland, wo halt Themen wie verdeckte Gewinnausschüttungen oder ähnliches eine sehr große Präsenz haben. Ist in Portugal natürlich auch ein Thema, ganz klar, aber es wird etwas anders gehandhabt und auch geregelt. Ja, interessant. Okay. Sehr gut. Auch das war jetzt schon ein paar Mal am Rande mit erwähnt worden, aber auch das jetzt nochmal gerne im Detail näher beleuchtet, die Besteuerung von ausländischen Dividendenbeteiligungen an Personengesellschaften. Da gibt es auch noch Fragen vom Sebastian dazu. Korrekt. Also wir haben ja mit RNH die Situation, dass im Grunde genommen unter bestimmten Bedingungen Dividenden in Portugal nicht besteuert werden. In der Regel, wenn im Grunde, soweit ich das richtig verstanden habe, wenn das Quellenland hier ein Besteuerungsrecht hat, selbst wenn es dieses Recht ausübt oder nicht und eine Steuer erhebt auf die Dividenden oder nicht, in Portugal fällt dann keine Steuer mehr auf die Dividenden an. Also vor allen Dingen interessant natürlich, wenn man jetzt Dividenden aus Ländern bekommt, die keine oder eine geringe Quellensteuer nur haben. Aber viele fragen sich natürlich, Dividenden ist mal eine Sache, das sind Kapitalgesellschaften, aber nun haben ja auch sehr viele Beteiligungen an Personengesellschaften. Also es gibt ja viele Familienunternehmen in Deutschland, die sind als Personengesellschaft organisiert. Dann gibt es auch viele, die jetzt an bestimmten Fonds zum Beispiel beteiligt sind. Fonds sind ja auch oftmals als KGs oder als ausländische Limited Partnerships organisiert, also keine Kapitalgesellschaften, sondern Personengesellschaften. Wie sieht's denn hier aus jetzt bei Gewinnausschüttungen von Personengesellschaften? Sind die auch von der portugiesischen Steuer befreit, sowie Zinsen und Dividenden, wenn die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind, dass das Quellland ein Besteuerungsrecht hat, oder gelten da Sonderregelungen? Das ist natürlich jetzt meine persönliche Auffassung, aber nach meiner Auffassung ist es so, dass sie werden genauso behandelt. Es sei denn, der tatsächliche Sitz der Unternehmensführung, also das Unternehmen tatsächlich in Portugal geführt wird und nicht in dem ausländischen Staat, dann dürfte man anders entscheiden müssen. Aber solange halt die tatsächliche Unternehmensführung, das Geschäft im Ausland ausgeübt wird, dann bin ich der Auffassung, wird es genauso behandelt wie in den anderen Fällen bei Kapitalgesellschaften. Sehr interessant, ja. Okay. Und das
müsste ja jetzt auch dann künftig Dubai einschließen. Dubai hatte ja bis vor kurzem, also bis letzten Monat noch Körperschaftssteuer von 0% beispielsweise und jetzt 9% ab Juni 2023. Auch das hat einigen oder treibt einen noch die Tränen in die Augen wahrscheinlich zurzeit. Aber jetzt müsste das ja in Portugal zu einer neuen Klarheit führen jetzt. Ne? Also wenn man jetzt jemand zum Beispiel Einkünfte hat aus Dubai und jetzt dort eine klare Besteuerung vorliegt, dann gibt es also keine Besteuerung mehr in Portugal. Ist das richtig? Ist das korrekt so? Also Oder haben Sie auch Mandanten, die das betrifft? Das wäre mal interessant. ich habe auch Mandanten, die das betrifft, tatsächlich, weil wir haben auch einige deutsche Mandanten, die von Dubai nach Portugal gezogen sind. Das gibt es auch. Aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Portugal hat eine Liste mit Staaten, die als Steuerparadiese gelten. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, wozu ja Dubai gehört, sind Teil dieser Steuerliste der unerwünschten, sagen wir mal, ja, Steuersitze, Steuerparadiese. Aber also unter dem Sonderstatus werden Einkünfte aus Steuerparadiesen nicht steuerlich privilegiert. Das ist der Grundsatz. Aber interessant ist, dass Portugal seit geraumer Zeit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Dubai abgeschlossen hat. Und es gab bereits Entscheidungen, gerade im Schiedsverfahren, weil in Portugal haben wir im Rahmen der Steuerregelungen, Steuerstreitigkeiten oft Schiedsverfahren, gibt es schon Entscheidungen, die gesagt haben, nein, es wird genauso in Portugal von der Steuer befreit, Dividenden aus Dubai. Zwar ist Dubai Bestandteil der Liste der Steuerparadiese, aber dadurch, dass wir jetzt ein Abkommen haben zur Vermeidung Doppelbesteuerung, gibt es keinen Grund, hier nicht auch die 0%-Regelung unter dem Sonderstatus anzuerkennen. Und daraufhin wurde das Finanzamt auch verurteilt, die vormals 35% auf 0% zu reduzieren. Und das ist auch dann durchgegangen. Insofern kann ich nur sagen, nach der aktuellen Situation und Rechtslage, ja, auch Dividenden aus Dubai wären in Portugal unter dem Sonderstatus steuerbefreit. Und würden Sie jetzt sagen, oder würden Sie jetzt davon ausgehen, dass jetzt nach dieser Einführung der Körperschaftssteuer dort die Vereinigten Arabischen Emirate von dieser Liste dann ganz gestrichen werden? Ich denke, dass es nicht lange dauern wird, bis dann die Staaten gestrichen werden von der Liste, weil es ist dadurch, dass schon ein Abkommen existiert zur Vermeidung Doppelbesteuerung, sind die Länder quasi steuerlich gesehen schon etwas enger zusammengerückt und entscheiden über ihr Vorgehen zwischen ihren Staatsbürgern und so weiter. Und dass es eine Vorstufe ist dafür, dass es dann zu einer Löschung kommt aus der Liste, hängt aber natürlich ein bisschen davon ab, auch was Dubai jetzt gesetzgeberisch noch tun wird. Ja, gut, es sind doch positive Nachrichten am Ende. Ja, positiv, ja. Sehr schön. Ja, ich habe keine weiteren Fragen mehr, Sebastian. Ist dir noch spontan? Ich auch nicht. Sehr, sehr interessant, Dr. Adenauer. Sehr detaillierte Informationen, sehr gut. Ja, vielen Dank auch dann fürs Interesse. Und, ich habe noch eine Frage, Herr Dr. Rathenau. Also die stellen wir jetzt immer häufiger Gästen zum Schluss und ich möchte sie auch gerne Ihnen mal stellen. Also ich weiß ja, dass es in Portugal sehr, sehr schön ist und ich weiß auch, wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, dass es Ihnen persönlich in Portugal sehr gefällt. Aber trotzdem die Frage, würden Sie aus irgendeinem Grund auswandern müssen oder wollen plötzlich? Gibt es denn irgendein Land, was Sie auf der Shortliste haben, wenn Sie jetzt doch aus irgendeinem Grund nicht mehr in dem wunderschönen Portugal leben, wo Sie sagen, also das wäre ein Land, das könnte ich mir auch mal vorstellen, dort zu wohnen? Ja, also ich bin eher so ein Afrika-Fan. Das heißt wahrscheinlich dann São Tomé e Príncipe. Inselgruppe direkt am Äquator, unten am Fuß von Afrika, wäre Beispiel schön. Warum? Weil nämlich São Tomé e Príncipe ja eine frühere Kolonie Portugals war, wo man auch Portugiesisch spricht. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man irgendwo hinzieht und dann die Sprache schon kann und sehr, sehr schön sein soll. Aber wie gesagt, ich möchte ja nicht so viel Werbung machen. Es gibt noch nicht so viele Touristen dort.
Aha. Vielleicht sollten wir mal eine Folge über diese schöne Inselgruppe machen. Ja, sehr gut, danke. Okay. Dann vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rathenau, für dieses sehr informative Gespräch. Und wir sind sicher, es wird vielen unserer Zuschauer und Zuhörer nicht nur gefallen haben, sondern auch vielleicht inspiriert haben, auch vielleicht uns Fragen zu schreiben, jetzt in die Kommentare, die wir dann gerne an Sie weiterleiten und Sie auch gerne einladen, diese Fragen dann, soweit Sie das wollen und können, natürlich auch mit zu beantworten mit uns gemeinsam. Sehr gerne. Vielen Dank und ja, angenehmen Tag noch. Dann bleiben Sie fröhlich. Danke. Danke. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.